Hallo, wir begrüßen Sie auch in dieser Woche bei Brekina, und zwar in dieser Woche aus dem Herz der Firma, nämlich aus der Montage, aus der Produktion. Hier entstehen die Dinge, das ist der faszinierendste Teil. Ich nehme Sie jetzt einfach mit und zeige Ihnen mal als erstes unsere Druckmaschine oder eine unserer Drucksysteme, das sogenannte Tampondrucken. Das ist der Arbeitsplatz meiner Kollegin Frau Schüle. Was Sie hier sehen, ist gängige Technik im Bedrucken von Kunststoffteilen. Ungefähr seit Mitte der 70er Jahren wird so gedruckt. Viele Alltagsgegenstände, Feuerzeuge, Kugelschreiber, Einwegrasierer. Überall, wo Sie auf Kunststoffteilen Drucke sehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es mit so einer Tampondruckmaschine erfolgte. So, versuche ich Ihnen ein bisschen zu erklären. Der erste Schritt beim Tampondrucken besteht darin, dass unser Grafiker einen Druckfilm erstellt. Er lässt ihn kreieren und lässt ihn ausdrucken. Hier sehen wir zum Beispiel die beiden Teile. Das sind von einem italienischen Nutzfahrzeug die roten Streifen auf der Stoßstange. Die zeigen, dass es sich um ein gewerbliches Fahrzeug handelt. Wird auf so einem Druckfilm erstellt. Leider passt jetzt das Klischee nicht zum Druckfilm, aber man kann das trotzdem sehr gut erklären. Wir haben dann solche Klischeeplatten, die sind mit einer Chemikalie beschichtet und mit einer Schutzfolie geschützt. Den Film, den ich Ihnen eben gezeigt hatte, wird dann nach Abzug der Schutzfolie hier aufgelegt und dann belichtet in der Belichtungsmaschine. Die Chemikalie, mit der dieses Klischee bestrichen war, die reagiert. Und zwar genau dort, wo kein Licht hinkam. Das heißt, die Teile, die später gedruckt werden sollen, reagieren. Die Chemikalie frisst sich exakt an diesen Stellen, bis auf ein Tausendstel Millimeter genau, ätzt die sich in dieses Material ein. Dann haben wir an dieser Stelle eine leichte Vertiefung exakt mit dem Druckobjekt. Wird man so nicht erkennen, wir gehen nachher mit der Kamera noch direkt dran, kann man besser erkennen. So, jetzt haben wir hier das Klischee mit einer Vertiefung im μ-Bereich. Hier sehen Sie zum Beispiel, vielleicht kann man es so erkennen, die Vertiefung, das ist ein Krönchen, dann sind es 2, 3 Buchstaben und einen kleinen Einzeiler. Es handelt sich hier um die dänischen Staatsbahnen, um das Logo. Dieses Klischee wird jetzt in die Maschine eingespannt. Gehen wir näher ran. So, Sie erkennen hier, das orangefarbene ist das Klischee oder ein ähnliches Klischee, was ich Ihnen genau zeigte. In diesem Schlitten, das Weiße, ist ein Farbbehälter. Der ist gefüllt mit nitrobasierter Druckfarbe. Beim Vorfahren wird das komplette Klischee mit Farbe eingestrichen. Beim Zurückfahren nimmt ein Gummirakel am Farbbehälter unten die komplette Farbe vom Klischee wieder ab, außer in der Vertiefung. Da bleibt es natürlich drin, weil das Gummirakel fährt darüber. Dann kommt der pinkfarbene Tampon, nimmt die Druckfarbe, die in der Vertiefung geblieben ist, auf und überträgt sie ans Modell. In dem Fall jetzt hier sehen Sie es, Frau Schüle druckt gerade die Rücklichter bei einem VW T1. Sie haben es gemerkt, Frau Schüle druckt dreimal. Dreimal Druck ist der Farbe Rot geschuldet, da heutzutage glücklicherweise Schwermetallzusätze im Rot und in anderen Farben verboten sind, verliert Rot an Deckkraft und wir müssen es bei einem farbigen Untergrund bis zu 3-mal drucken, um einen brillanten roten Druck zu haben. Die Aufnahme, auf die Frau Schüle das Bauteil des VW T1 auflegt, die sind alle bei uns handgemacht. Wir haben tausende solcher Aufnahmen
für jedes Bauteil aus unserem Bestand muss so eine Auflage existieren. Das Drucken geht sehr schnell. Was lange Zeit in Anspruch nimmt, ist eben die genaue Einstellung dieser Aufnahme. Sie erwarten schließlich, wenn Sie ein Modell kaufen, dass der rote Druck exakt auf dem Rücklicht ist und nicht ein Zehntelmillimeter daneben. Insofern ist das Einstellen bei dieser Druckmaschine eine sehr langwierige Aufgabe und der Druck danach funktioniert sehr schnell. Die Maschine hat eben dieses Druckverfahren, hat wie gesagt den Nachteil, dass man sehr lange braucht, um die Maschine einzustellen auf das genaue Bauteil, und sie hat einen weiteren Nachteil: die Fläche oder das Druckbild, was man überträgt aufs Modell, ist in der Größe begrenzt, und zwar begrenzt auf die Größe von Klischee und Farbeimer. Breiter geht einfach nicht. Das heißt, wir können hier Drucke in der Größe bis zu maximal 6 cm sowas ausführen. Das gleiche gibt es noch in der Mehrfarbversion. Hier können wir bis zu 4 Farben nacheinander drucken. Sprich, bei einem Modell, was einen aufwendigen Werbedruck hat, können wir alle 4 Farben gleichzeitig drucken. Ich sagte vorhin schon, die Farben sind nitrobasiert, das heißt, die trocknen extrem schnell. Der Tampon überträgt die erste Farbe aufs Modell, das Modell fährt weiter, die zweite Farbe. Bis dahin ist die erste Farbe schon getrocknet. Wir haben da kein Verwischen, überhaupt nichts. Für den Mehrfarbdruck ist die Maschine heute fast nicht mehr im Einsatz, sondern die Druckmethode wird weitestgehend für Einfarbdrucke verwendet, weil, wie gesagt, die Einstellarbeiten sehr hoch sind und bis 4 Farben exakt passen, ist ein sehr hoher Aufwand nötig. Das wiederum macht man heutzutage mit einem digitalen Drucker. Den zeige ich Ihnen aber demnächst. Für heute bleiben wir erstmal beim Tampondruck. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn Sie die nächste Druckmaschine gezeigt bekommen. Vielen Dank. Tschüss.